Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute erzähle ich euch eine Geschichte, die mich wirklich verändert hat. Es war ein Tag, den ich nie vergessen werde. Alles begann ganz normal und endete wie ein Albtraum. Es war Dienstagmorgen. Die Sonne schien, ich stieg in mein Auto und fuhr entspannt los. Das Radio spielte ein fröhliches Lied. Ich dachte schon an meinen Arbeitstag. Doch an einer großen Kreuzung änderte sich alles. Die Ampel sprang auf grün. Ich fuhr langsam los. Plötzlich hörte ich quietschende Reifen. Ein roter Wagen raste von rechts direkt auf mich zu. Ich konnte nichts tun. Ein lauter Knall. Glas splitterte, Metall verbog sich. Für ein paar Sekunden hörte ich nichts außer mein eigenes Herz. Ich öffnete mühsam die Tür. Mein Körper zitterte. Zum Glück war ich angeschnallt. Der andere Fahrer stieg ebenfalls aus. Ein Mann mit Sonnenbrille. Ohne ein Wort zu überlegen, schrie er sofort: Das war Ihre Schuld. Sie sind viel zu schnell gefahren. Ich war sprachlos. Ich hatte grün, er hatte ein Stoppschild. Aber er schien entschlossen, mir die Schuld zu geben. Die Szene wurde immer chaotischer. Passanten blieben stehen. Eine ältere Frau kam näher und sagte: Nein, das stimmt nicht. Ich habe alles gesehen. Sie sind bei Rot gefahren. Doch der Mann ignorierte sie. Er holte sofort sein Handy heraus, telefonierte, sprach laut, als wolle er alle überzeugen. Dieser Fahrer hier, total verrückt gefahren, rief er. Ich spürte, wie mir die Wut ins Gesicht stieg. Aber ich erinnerte mich, in solchen Momenten ist Ruhe das Wichtigste. Also rief ich die Polizei. Während wir warteten, stellte ich das Warndreieck auf, machte Fotos von den Autos und notierte mir schon die Kennzeichen. Nach 10 Minuten hörte ich die Sirene. 2 Polizisten stiegen aus, professionell, ruhig. Was ist passiert? Fragte einer. Sofort begann der rote Fahrer seine Geschichte. Laut, schnell, voller Gesten. Ich wollte antworten, doch die Beamten baten mich zu warten. Dann kam die ältere Frau wieder zu Wort. Klar und deutlich sagte sie: Ich stand direkt an der Kreuzung. Der rote Wagen ist einfach durchgefahren. Ein junger Radfahrer bestätigte das. Für einen Moment herrschte Stille. Der Mann mit der Sonnenbrille senkte den Blick. Die Polizisten machten Fotos, schrieben Berichte und schließlich sagten sie: Nach allen Aussagen ist klar, der rote Wagen hat das Stoppschild missachtet. Ich atmete tief durch. Einerseits fühlte ich mich erleichtert, andererseits wütend und traurig. Mein Auto war kaputt, die linke Seite komplett zerbeult, das Fenster zerstört. Ein Abschleppwagen kam. Mein Wagen musste mitgenommen werden. Der andere Fahrer rauchte nervös eine Zigarette, während er immer leiser wurde. Ich dachte, so arrogant am Anfang und jetzt so still? Die Polizei erklärte mir, was als nächstes zu tun sei. Unfallbericht für die Versicherung ausfüllen, Schäden sofort melden, Fotos und Zeugenaussagen sichern. Am Abend zu Hause setzte ich mich mit meiner Versicherung in Verbindung. Die Dame am Telefon fragte alles genau ab. Ort, Uhrzeit, Fotos, Daten des anderen Fahrers. Sie sagte: Bitte schicken Sie uns auch den Polizeibericht. Danach übernehmen wir alles Weitere. Ich merkte, die Versicherung ist sehr streng mit Fristen. Innerhalb von 7 Tagen muss man in Deutschland und Österreich jeden Schaden melden, sonst kann es Probleme geben. Am nächsten Tag ging ich zu einer Werkstatt. Der Mechaniker sah das Auto an und schüttelte den Kopf. Das wird dauern, 2 Wochen mindestens. Ich seufzte. Aber immerhin musste ich nichts zahlen. Die Versicherung übernahm. In den folgenden Tagen lernte ich viel. Zum Beispiel: Man muss immer das Warndreieck und die Warnweste im Auto haben. Ohne das gibt es Strafen. Ein europäischer Unfallbericht sollte immer im Handschuhfach liegen. Damit kann man sofort alle Daten eintragen. In Österreich gilt zusätzlich: Man muss auch bei kleinen Schäden die Polizei rufen, wenn die Schuld nicht eindeutig ist. Diese Infos waren Gold wert. Ich dachte mir, wie viele Leute wissen das eigentlich nicht?
Vielleicht hätte ich ohne Zeugen große Schwierigkeiten gehabt. Eine Woche später kam der Brief der Versicherung. Sie schrieben, dass alles übernommen wird und der Fahrer des roten Autos eine Strafe zahlen muss. Ich fühlte mich endlich frei. Faux et pas. Ein paar Tage danach traf ich zufällig die ältere Frau, die Zeugin. Sie erkannte mich sofort. »Na, ist alles gut ausgegangen?« fragte sie. Ich nickte und bedankte mich. Ohne sie wäre es vielleicht sehr schwer gewesen. Als ich schließlich mein repariertes Auto zurückbekam, war es wie neu. Ich setzte mich hinein, drehte den Schlüssel und fuhr los, doch diesmal war ich vorsichtiger. Ich haute zweimal nach links und rechts, auch wenn ich Vorfahrt hatte. Ich dachte, man weiß nie, was passieren kann. Aber wenn man ruhig bleibt und die richtigen Schritte kennt, kann man fast jede Krise überstehen. Das war meine Geschichte für heute. Was denkt ihr darüber? Hattet ihr schon einmal einen Unfall oder eine ähnliche Situation? Schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare. Und wenn euch die Geschichte gefallen hat, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Wir sehen uns im nächsten Video.